Ah, du schon wieder. Den Mercedes kennt ihr schon und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute soll es mal darum gehen, um die Trittbretter und im Speziellen um die intensive Reinigung und Pflege der Trittbretter, denn im Laufe der Zeit sehen die nicht mehr schön aus und zwar genau um diese Gummis herum werden die dreckig. Klären wir erstmal, warum werden die überhaupt dreckig. Die Verdreckung muss ich euch jetzt nicht erklären, wie das passiert, aber wie kann sich da so dieser Grind um diese Gummis bilden? Das ist recht einfach erklärt und zwar reibt sich ja überall der Dreck immer mal wieder ab, wenn man drauf tritt, aber direkt um die Gummis herum habt ihr ja quasi wie so eine Pufferzone. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ja quasi so dieses Gummi und wenn ihr jetzt drauf tretet, dann habt ihr quasi hier so eine Lücke, wo nicht viel passiert oder wo gar nichts passiert. Ein Bereich, der quasi geschützt ist vor Drauftreten, vor was auch immer. Und da setzt sich nun mal gerne der Dreck ab. Das sind nun mal Ritzen und Kanten, wo sich der Dreck absetzt. Und wenn der lange genug dort ist, backt er irgendwann fest. Und über Jahre gesehen sieht das dann so aus, wie es aussieht. Und das geht dann tatsächlich nicht so einfach ab. Ich zeige euch in diesem Video, wie ich es abmache und gebe euch am Ende des Videos auch noch Tipps, wie ihr das zu Hause machen könnt. Gucken wir es uns erstmal an. Klein bisschen Materialkunde am Anfang. Wir haben hier Edelstahl gebürstete Bretter mit Gummieinlagen, also diese Gummifropfen, diese Tropfen aus Gummi. Und ringsum haben wir Kunststoff. So, ich habe das ganze Auto natürlich schon gereinigt. Ich habe auch die Kunststoffe schon gereinigt. Trotzdem, wir haben immer noch diesen Grind. Ihr werdet gleich sehen, warum der immer noch da ist, denn er geht wirklich sehr schwer ab. Und dementsprechend brauchen wir auch wirklich heftige Hilfsmittel. Ich nehme dazu Bürsten und zwar nicht diese hier, sondern tatsächlich solche. Das ist eine Messingbürste. Ich habe auch noch eine andere, das sind zwei sehr, sehr weiche Bürsten. Also wenn ihr da kann man im Grunde genommen auch über die Haut fahren und reißt sich nicht sofort alles auf. Das sind wirklich weiche Bürsten, aber natürlich deutlich abrasiver als hier so ein Kunststoff, weil die geben einfach viel schneller nach. Und dazu nehme ich einen starken alkalischen Reiniger. Warum? Natürlich die Belege, die da drauf sind, das ist natürlich nur Dreck. Also das ist nichts Spezielles, das ist wirklich nur Dreck und Ablagerungen und das müssen wir lösen und das tun wir in der Regel mit einem stark alkalischen Reiniger. Den werde ich hier aufbringen. Das Edelstahl interessiert sich dafür relativ gar nicht. Das Edelstahl interessiert sich auch relativ wenig dafür tatsächlich. Man würde jetzt denken, man würde es zerkratzen, aber tatsächlich ist das völlig okay, weil das einfach weicheres Material als das Edelstahl selber ist. Hier bräuchtet ihr schon eine richtige Drahtbürste, also so eine starke, die man nicht über der Haut zieht, um das Ganze zu zerkratzen. Trotzdem arbeite ich hier immer mit der Bürstrichtung, die ist quasi längs zum Fahrzeug. So ist das gebürstet, um hier nicht zusätzlich irgendwie, gegen die Faser zu arbeiten sozusagen. Das heißt, Reiniger aufbringen, dann wird gebürstet, dann spüle ich mit dem Dampfreiniger nochmal nach und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Achtet darauf, wenn ihr bürstet, dass ihr nicht gegen den Kunststoff oder hier gegen kommt. Hier müsst ihr sowieso nicht lang. Das heißt, ihr arbeitet immer auf der Fläche und maximal so, dass das Holz in Richtung des Kunststoffes zeigt. So kommt ihr dann auch nicht mit den Bürsten gegen den Kunststoff und zerkratzt diesen. Das wäre sonst sehr schade, das wollen wir nicht erreichen, sondern wir wollen wirklich nur den Dreck aus den Lücken holen. Ihr könnt auch gerne mal zwischendurch eine Minute warten, dass einfach nur der Reiniger arbeitet. Achtet dabei aber darauf, dass der Reiniger nicht zu viel auf den Kunststoff kommt. Der Kunststoff mag das auf Dauer nämlich auch nicht, dann würde der auskreiden und blass werden. Ihr müsst hier schon mit relativ viel Druck arbeiten. Macht es aber nicht so, dass ihr die komplette Bürste verknickt, also dass die Bürsten dann irgendwann verquer stehen. So doll muss es dann auch wieder nicht sein. Arbeitet einfach mit der Elastizität der Bürsten
Gerne auch von links und rechts, sodass ihr quasi die Wirkung von allen Seiten habt und alles erwischt. Den Unterschied sieht man, glaube ich, deutlich. Hier, wo wir jetzt geschrubbt haben, ist nicht nur das Aluminium wieder schön sauber, sondern auch die Gummifropfen sind wieder schön matt geworden. Also auch da ist diese Oxidationsschicht, so dieses Glänzende, ist jetzt wieder weg. Sieht wirklich schon sehr schön aus. Müssen wir nur noch die restliche Leiste machen und dann hören wir uns gleich wieder. Fertig! Die Bretter sehen wieder top aus. Die werden jetzt auch nicht wieder so schnell, so krass verschmutzen. Hört man ja mal wieder, die sehen nächste Woche genauso aus. Nein, sie werden höchstens dreckig, aber dieser Belag, den wir eben sehr intensiv runtergeputzt haben, der bildet sich natürlich wirklich im Laufe von Jahren, also Monaten und Jahren. Der ist nicht einfach so da. Das ist natürlich Quatsch. Ich höre es immer wieder, aber es stimmt natürlich überhaupt nicht. Auch eine intensive Fahrzeugreinigung, egal ob innen oder außen, das schafft ihr nicht in einer Woche genauso wieder zu verschmutzen. Alleine weil sich ja, ich nenne es jetzt mal diese Borke, also diese Dreckberge, die bilden sich ja erst. Das ist ja nicht... Auf Messen sieht man das gerne, wenn Reiniger oder Reinigungsmittel vorgeführt werden, dann wird der Dreck lose auf die Oberfläche getan und dann weggewischt oder weggesaugt oder wie auch immer. Ja klar, das geht ja auch easy leicht, aber lass das mal ein Jahr da drinnen trocknen und noch Sonneneinstrahlung und alles. Das ist eine ganz andere Liga. So, ich wollte euch noch was erzählen, was ihr als Haushaltsleute, nicht Aufbereiter, machen könnt, wenn eure Bretter so aussehen, beziehungsweise was ihr nicht machen solltet. Was ihr wahrscheinlich alle da haben werdet, ist sowas wie eine alte Zahnbürste oder so. Meine detailing Bürsten sehen ja eigentlich genauso aus. Das heißt, die könnt ihr auf jeden Fall verwenden. Dann vom Reiniger sucht euch was wirklich halbwegs garstig ist. Bitte keinen WC-Reiniger verwenden oder solche Späße. Bitte auch keinen Backofenreiniger verwenden. Der ist sowieso fürs Auto tabu, ist für keine Oberfläche geeignet. Macht euch alles einfach nur kaputt. Gerade hier in Richtung der Kunststoffe, ganz schlechte Idee. Das, was noch am meisten davon aushält, ist der Edelstahl. Der hält viel aus. Bitte auch keinen Edelstahlreiniger aus dem Küchenbereich benutzen. Der hat meistens solche Scheuermittel mit drin und die sind für alle anderen Oberflächen in der Gegend nicht so geil. Was ihr auch nehmen könnt, ist zum Beispiel so ein Glitzischwamm. Also hier so ein kleines Schwämmchen mit so einer rauen Seite. Damit kommt man auf jeden Fall auch weiter. Ja, welche Reiniger kann man nehmen? Zu Hause haben das die wenigsten. Deswegen guckt mal, ob ihr zum Beispiel im Baumarkt oder im Drogeriemarkt, da gibt es verschiedene Reiniger. Alles, was so Richtung Bad ist, das sind meistens saure Reiniger. Das ist das, was so beißend riecht. Alkalische Reiniger findet ihr zum Beispiel in der Lederpflege, so Lederreiniger und so, die sind meist Richtung alkalisch. Ansonsten im Baumarkt oder im Spezialgeschäft, im großen Supermarkt oder so, da findet man sicherlich auch noch was. Gegebenenfalls lasst euch da beraten. Ich verlinke meine Reiniger natürlich hier unter der Videobeschreibung. Das heißt, für den ambitionierten Hobbypflegisten, der kann sich natürlich auch die Produkte bestellen. Macht's gerne über den Link, dann profitiere ich auch noch ein klein wenig davon und dann haben alle was davon.
Genau, ansonsten diese Messingbürsten, die gibt es auch in Kunststoff, also ihr müsst sie nicht in Holz holen, aber ich habe jetzt die da, die funktionieren wirklich gut. Es funktioniert auch an anderen Autos, das ist hier ein Mercedes GL, 2018er, 19er Baujahr, sowas in dem Dreh. Ihr könnt das aber auch simultan an anderen Fahrzeugen so anwenden, wenn es diese Paarung ist, Edelstahl mit Gummi und ringsum Kunststoff. Es ist ja meistens so bei den SUVs, von daher gibt es da keine großen Unterschiede. Ja, Langlebigkeit noch verbessern, das geht auch. Ihr könnt diesen Zustand natürlich jetzt auch noch bewahren. Hier bei diesem Projekt, bei diesem Auto, das bekommt ja eine Komplettaufbereitung inklusive Keramikbeschichtung. Und natürlich werden auch diese Bereiche keramisch beschichtet. Das heißt, Edelstahl, Gummi und Kunststoff werden langfristig geschützt und auf dem Edelstahl setzt sich dann auch nicht so schnell wieder was ab, beziehungsweise ist sehr viel leichter zu reinigen. Das heißt, dieser Zustand hält erstmal die nächsten Jahre so an und dann, ich sage das mit Bestimmtheit, und dann fängt es erst so langsam an. Also dann habt ihr ja quasi erst den Zustand von jetzt gerade unbeschichtet. Und das dauert ja dann noch. Und es sagt ja auch keiner, dass dann schon die Keramik auf Null ist und es ist nichts mehr da. Wie gesagt, die hält sehr lange. Habe ich in ganz vielen Videos schon erklärt. Guckt einfach da das ein oder andere Video von mir zum Thema Keramikbeschichtung. Ich bringe auch immer wieder neue Videos dazu raus. Es gibt noch genügend Themen, die man beleuchten kann. Fertig, die Fußleisten sind damit versiegelt und sehen wieder aus wie neu. Also wirklich richtig genial. Auch das Gummi sieht tatsächlich wieder sehr viel besser aus, ist wieder richtig schön matt. Auch das wurde natürlich in dem Zuge versiegelt und ihr habt nun wirklich sehr lange einfach wieder diese Optik, als wäre es eine neue Fußleiste. Und das, ich habe eben nochmal nachgeguckt, bei einem 10 Jahre alten Auto. Ja, der GL ist tatsächlich schon 10 Jahre alt. Ich hätte irgendwie 5 erwartet. Er war auch wirklich in einem guten Zustand, muss man dazu sagen. Das gesamte Fahrzeug wurde hier natürlich komplett aufbereitet und keramisch versiegelt, sodass dann quasi wir jetzt wieder einen Zustand auf annähernd 0 haben. Schaut euch gerne auch das Short dazu an, das ich gemacht habe. Das zeigt einmal den Vorher-Nachher-Vergleich zwischen, das Auto kam vom Autohaus, also vom Aufbereiter aus dem Autohaus, und das Auto kommt von mir. Ist nochmal ein kleiner Unterschied. Ansonsten, danke, dass ihr bis hierher geschaut habt. Schaut euch auch gerne das andere Video dazu an, das ich gemacht habe. Das ist ein relativ ähnliches Thema, und zwar geht es da um diese ganzen Alu- bzw. Edelstahlleisten im oberen Bereich, also an den Türen bzw. oben die Dachreling. Die laufen nämlich auch irgendwann richtig eklig an, haben diese Kalkflecken, und wie man die wegbekommt, das zeige ich euch in dem Video. Könnt ihr euch hier einmal angucken. Das war's von dem Video. Ich danke euch, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Ciao.